Hallo zusammen! Habt ihr noch damit gerechnet, dass ich dieses Video mache? Ich nicht. Katze! Smee, beruhig dich. Ich hatte neulich noch ein paar Kommentare unter meinem letzten Earpointing-Video gehabt und da habe ich gedacht, so langsam könntest du das zweite Video dazu mal machen und hier ist es. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch das angucken, denn ich denke, dass da die wichtigsten Fragen geklärt werden. Ihr wolltet gerne nochmal ein Video dazu haben, wie alles abgeheilt ist. Ich muss euch leider enttäuschen, denn es war sehr schnell und ohne Probleme. Dafür aber mit Katze 2 Tage Uhr. Der letzte Heilungsstand, den ihr gesehen hattet im Videoformat, war 2 Tage und 3 Tage Heilung. Nach 10 Tagen sah das bereits so aus und hat auch schon nicht mehr wehgetan. Man glaubt es kaum. Man sieht zwar immer noch, dass es ein wenig geschwollen ist und hier und da auch noch ziemlich gut verkrustet, aber es hat wirklich schon nicht mehr wehgetan. Nach 2 Wochen habe ich dann die Nähte rausbekommen. Eine Freundin von mir, die Namoro, die ist auch Bodymoderin, die hat mir die dann netterweise rausgemacht, wofür ich sie ein wenig verflucht habe, denn es hat ziemlich gepiekst. Ich hätte selber nicht damit gerechnet, dass das Fädenziehen so weh tut, aber dadurch, dass hier in diesen Ecken schon ein bisschen was verkrustet war und dann noch ziemlich viel rausgewurschtelt werden musste, obwohl ich das super gepflegt habe. Ja, das Fädenziehen hat pro Ohr circa 1 Stunde gedauert, also auch nochmal ein bisschen Quälerei, aber danach war es echt super entspannt. Hier seht ihr, wie das nach 3 Wochen ausgesehen hat, ohne Nähte und eigentlich schon ziemlich schön verheilt. Man sieht also die Schnittstellen bis auf oben an der Spitze schon fast gar nicht mehr und ist halt perfekt. Ist immer noch ein bisschen angeschwollen auf der einen Seite, aber nach 3 Wochen ist das noch normal. Dann seht ihr hier auf den Bildern, wie das nach 3 Monaten ausgesehen hat. Für all die Neugierigen unter euch, ihr hättet euch das auch alles schon längst auf Facebook angucken können, denn ich hatte es ja unter meinem Video verlinkt und ich habe ja immer regelmäßig geupdatet, wie es meinen Öhrchen geht. Wie ihr seht, super unspektakulär. Ich hatte keine Komplikationen. Alles ist super abgeheilt. Jetzt ist es knapp 1,5 Jahre her. Und die haben ihre Final Form quasi erreicht. Und ich bin sehr zufrieden damit. Das ist mein Lieblingsohr. Wie ihr in dem ersten Video gesehen habt, die waren von der Form her sehr ungleich, wegen dieser Verkapselung von der Piercingnarbe. Da musste halt was anders geschnitten werden, deshalb sieht das ein bisschen anders aus. Ja, perfektionistisch wie ich bin, möchte ich natürlich, dass die sich so ähnlich wie möglich sehen. Deshalb lasse ich das dieses Jahr nochmal reshapen vom Sampa. Also der wird das dann nochmal aufarbeiten quasi, damit das dieselbe Rundung hat wie hier auf der Seite. Von vorne sieht man das nicht, wenn man so von der Seite guckt, sieht man es nicht, aber im direkten Vergleich auf Fotos oder so stört es mich halt. Deshalb möchte ich das nochmal machen lassen. Es wird auch netterweise kostenfrei gemacht. Es wird dann hier oben halt nochmal, genauso wie das vorher auch gemacht wurde, aufgemacht, zurechtgestutzt, dran genäht und dann muss es wieder heilen. Ich habe während der Heilphase so die ersten 3 Monate auf dem Reisekissen geschlafen, was ihr in dem alten Video auch gesehen habt. Dadurch, dass es halt dieses Loch hat, kann man da halt perfekt drin liegen, ohne dass man auf dem Ohr drauf liegt. Mittlerweile ist gar kein Problem mehr, es tut nichts mehr weh, man kann knicken, man kann rumkneifen, alles ist okay, es fühlt sich nichts fremd an. Ich höre nicht anders mit diesen Ohren, das wurde ich auch schon gefragt. Nein, ich kann jetzt nicht besser hören, schade. Schmucktechnisch bin ich jetzt runtergegangen von 16 und 18 auf 12 mm pro Ohr, möchte eigentlich auch nur noch auf 10 mm pro Ohr, weil ich finde, dass die Form dann einfach schöner und runder ist, als wenn man hier runter geht und dann noch so einen Klumpen Plack da dran hängen hat. Eine Geschmackssache. Ich finde es bei mir einfach schöner, weil ich ein kleines Ohr habe und halt nicht möchte, dass es aus der Form kommt. Deshalb habe ich mich für 12 mm Schmuck entschieden. Es war auch kein Problem, das wieder hochzudehnen, nachdem ich so lange keinen Schmuck drin hatte. Ich sollte ja 4 Wochen lang keinen Schmuck in den Ohren tragen, damit da keine Spannung drauf ist. Ich glaube, ich habe sogar 2 Monate lang keinen Schmuck getragen, um auf Nummer sicher zu gehen. Danach war ich, glaube ich, so auf 10 mm circa und durch das Gewicht von dem Schmuck, den man so trägt, sind die halt jetzt auf 12 und ich denke mal, dabei bleibt es auch erstmal. Ich zeige euch die Öhrchen gerne auch nochmal vom Namen, damit ihr einen besseren Eindruck davon bekommt.
Da ist keine Verhärtung oder so. Das ist halt einfach die Schnittstelle. Und wenn das so kalt ist und meine Öhrchen so rot sind, dann wird die manchmal ein bisschen hell. Das ist ganz normal. Und hier auf der Seite seht ihr das ganz gut, dass hier noch ein bisschen wulstig ist. Und irgendwie sehr breit im Gegensatz zu der anderen Seite. Und ich hätte das halt gerne auch ein bisschen, naja, runder halt wie auf der anderen Seite. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Wie in meinem letzten Video und auch in den FAQs zu meinem Video erwähnt, bitte keine Fragen zu den Preisen. Die beantworte ich eh nicht. Wenn ihr das wissen wollt, dann fragt den Zampa bitte selber. Genau dasselbe gilt für die Betäubungsfrage. Fragt den Zampa. Ich kann euch dazu leider nichts sagen. Ansonsten fragt mich gerne, was ihr noch wissen möchtet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein bisschen geholfen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video bald wieder. Ciao!